Hallo Patricia. Hallo Katharina. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, mir ein kleines Interview zur Gaia Unconference zu geben. Danke für die Gelegenheit. Soweit ich mich erinnere, hast du vor 2015, vor fast 2 Jahren, bist einem Impuls gefolgt und hast eine Anzeige für Gaia geschaltet. Und zwar, Gaia sucht Evolutionsmitarbeiter auf freiberuflicher und selbstverantwortlicher Basis. Genau. Wie kam es dazu? Ja, ich arbeite schon lange mit Menschen, die ihre Berufung suchen. Und ich arbeite sowohl mit Privatpersonen als auch mit Unternehmen. Und in beiden Bereichen merke ich in den letzten Jahren, dass ganz viel Schmerz da ist über die Art, wie wir zusammenarbeiten. Zum Beispiel die Berufungssuchenden kommen sehr oft aus einer Burnout-Situation zu mir oder sie sind arbeitslos. Und in Unternehmen gibt es auch immer mehr Leute, die im Burnout landen oder die alten Strukturen funktionieren nicht mehr. Es ist ganz viel Druck da. Und eines Tages, ich war, glaube ich, draußen beim Laufen in der Natur, und da kam mir so der Gedanke, wie kann jemand von sich behaupten, dass er arbeitslos ist? Wo doch da draußen im Moment in unserer Kultur so viel zu tun wäre, also so viel zu verändern wäre, so viel neu zu erfinden wäre. Und das, was mich am meisten schmerzt, wenn ich auf unsere Arbeitswelt und auf unsere Wirtschaft gucke, ist einfach, dass wir in einer Art Überlebenskampf sind und damit so beschäftigt sind, dass wir gar nicht merken oder uns gar nicht bewusst sind, was durch unsere Wirtschaft und die Art, wie wir arbeiten, eigentlich passiert. Mit der Umwelt, mit den Menschen, mit Familien, mit allem. Und aus diesem Impuls heraus habe ich gedacht, okay, schreib doch einfach mal für den Planeten Erde eine Stellenanzeige. Das würde Gaia suchen. So kam es dazu. Ja, und wenn ich mich recht entsinne, hat es eine wahnsinnig große Reaktion oder Resonanz gegeben, diese Stellenanzeige. Ich glaube, du hattest innerhalb kürzester Zeit 47.000 Klicks auf deinen Facebook-Post und auf deiner Webseite und zahlreiche Anschriebe, sozusagen Bewerbungsschreiben von Menschen, jungen Menschen, mittlere, alten Menschen, die einfach bereit waren und gesagt haben, hey, wo kann ich anpacken? Und soweit ich mich entsinne, waren diese Stellenbeschreibungen ja nicht die üblichen Stellenbeschreibungen. Ne? Ja, genau. Oder verschiedenste Begriffe. Mhm. Magst du vielleicht ein paar davon einfach nochmal in den Raum holen? Klar, also ich habe mir gedacht, was braucht unsere Welt? Also wir sind gerade in einem Übergangsstadium. Ja? Also wir sind in einem Transformationsstadium. Da braucht es ganz bestimmte Menschen oder ganz bestimmte Berufe in Anführungsstrichen. Zum Beispiel braucht es Menschen, die in der Lage sind, alte Wunden zu heilen, also Wundenheiler zum Beispiel. Oder Lebensanwälte, also Menschen, die sich für Dinge oder Gruppen einsetzen, die benachteiligt sind oder die vor der Zerstörung oder vor Ausbeutung ungeschützt sind. Es braucht Evolutionsarchitekten, es braucht Wirtschaftserfinder. Ja? Also auf allen Ebenen ist jetzt die Notwendigkeit da, Dinge neu zu erfinden, die für uns selbstverständlich sind. Und diese Berufsbezeichnungen habe ich eben in diese Anzeige reingeschrieben. Und wie du sagst, es kamen ganz viele Bewerbungen. Es gab Menschen, die gedacht haben, das ist eine echte Stellenanzeige und dachten, Gaia ist eine Firma und haben dann gefragt, okay, was muss ich mitbringen, was kann ich verdienen? Und das fand ich sehr interessant. Dass so eine Stellenanzeige sofort die Assoziation entstehen lässt, okay, das ist eine Firma. Und dann gab es viele, viele Leute, die gesagt haben, ja genau, also ich möchte gerne mich einbringen, ich möchte was Sinnvolles tun mit meinen Talenten. Wie kann ich da mitmachen? Das war die Mehrzahl an Bewerbungen.
Und das hat mich natürlich, also ich war bass erstaunt. Ich schreibe Blogartikel jeden Tag, jeden Monat einen, ja, und ihr kriegt vielleicht mal 1000 Klicks innerhalb von einem Monat. Aber dann 40.000, 50.000 Klicks, das hat mich sehr, sehr überrascht. Und es hat mir unglaublich viel Hoffnung gegeben. Ich glaube, dieser Artikel ist ja dann später nochmal von jemand anderem gepostet worden auf Facebook, ein Jahr später ungefähr, Juli Genau. 2016. Ne? Genau. Im Juli 2016 kam ich auf einmal wieder eine Welle an Bewerbungen. Ich habe gedacht, das Ding ist doch jetzt schon ein Jahr alt, wie kommt das denn? Und dann habe ich eben gesehen, dass jemand meinen damaligen Post nochmal gepostet hat und wieder kam so eine Welle. Und das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich was tun. Das ist ein Aufruf im Universum. Es gibt so viel Bereitschaft, so viel Unterstützung. Okay, jetzt, wenn wir uns mal wirklich treffen, also wenn Menschen, die bereit sind, etwas zu verändern und für Gaia, für den Planeten zu arbeiten, die sich mal treffen würden und herausfinden, wie es geht. Ist das die Geburtsstunde gewesen von der Unconference? Das war die Geburtsstunde der Unconference, genau. Also die Unconference ist ein Event, wo Menschen zusammenkommen, die einerseits, wie ich gerade gesagt habe, bereit sind, aus dem Alten auszusteigen, aus dem Überlebensmodus auszusteigen und in einen Lebensmodus zu kommen und sich und ihre Talente in den Dienst von Gaia, dem lebendigen Planeten Erde zu stellen. Die aber nicht wissen, wie das geht und wie sie aus dem Überlebenskampf rauskommen sollen. Das sind die einen. Und es gibt aber auch schon viele, die das schon machen, die zum Beispiel Projekte haben, es gibt ganz viele Initiativen, kleine Dinge, die überall auf der Welt schon passieren. Und bei der Unconference sollen all diese Menschen zusammenkommen und sich gegenseitig befruchten, Teampartner für ihre Projekte finden, selber Projekte finden, sodass sie die Möglichkeit bekommen, wirklich aus ihren alten Jobs für auszusteigen und im Dienste von Gaia gemeinsam mit allen Gaia-Mitarbeitern zu arbeiten. Patricia, vielleicht ist dieser Begriff Unconference nicht für jeden ganz klar. Würdest du vielleicht einfach ein paar Worte dazu sagen? Was unterscheidet eine Unconference von einer Konferenz? Konferenz? Ja, also wir haben den Begriff Unconference genommen, weil den gibt es schon. Ja, der ist im Unterschied zu den normalen Konferenzen schon entstanden. Und Unconference heißt naja, sagen wir mal so, eine Konferenz läuft normalerweise so, du gehst irgendwo hin und dort sprechen Experten über etwas, was sie herausgefunden haben oder über etwas, was sie wissen. Du holst dir dort Expertenwissen. Das heißt, das Wissen kommt von Autoritäten und wird an Nichtwissende weitergegeben. Es ist sehr hierarchisch und es ist sehr klar strukturiert. Es gibt eine Agenda, es gibt Workshops, du kannst dich in Workshops oder Vorträge eintragen. Bis dahin ist relativ passiv und bist dann mit einer Menge Wissen von jemand anderem wieder weg. So funktioniert eine normale Konferenz. Eine Unconference, da gibt es keine Autoritäten, sondern dort wird Wissen einerseits untereinander getauscht. Das heißt, jeder bringt sein Wissen ein, jeder bringt seine Erfahrungen ein. Die Teilnehmer schaffen die Agenda mit ihren Fragen. Wird das besprochen und gemacht, was die Teilnehmer interessiert. Und bei der Gaia Hiring Unconference gehen wir sogar noch einen Schritt weiter. Deswegen ist Unconference vielleicht auch gar nicht so der richtige Name für dieses Event, weil wir alle noch nicht wissen können, wie eine neue Welt im Einklang mit dem Planeten aussehen kann. Das heißt, wir werden dort gemeinsam in das Feld des Nichtwissens gehen und einen Raum schaffen für Emergenz. Emergenz bedeutet, woran es jetzt an der Zeit ist, kann entstehen, dadurch, dass wir gemeinsam den Raum dafür halten. Und dazu braucht es eben Raumhalter oder Menschen, die das aushalten können, das Nichtwissen. Das ist mit Angst verbunden zum Beispiel. Weil es könnte erstmal chaotisch werden und dann im Chaos kann dann das entstehen, was gerade eben dran ist.
Und die Raumhalter der Unconference sind eben geschult, diesen Raum zu halten des Nichtwissens. Das heißt, es ist ähnlich wie eine Unconference, aber es geht darüber hinaus. Okay, das heißt, also es findet nicht nur in dem Raum Evolution statt, sondern auch das Feld der Unconference wird evolutioniert. Genau. Patricia, das klingt sehr spannend. Wann soll denn die Unconference stattfinden? Die Unconference findet Ende Mai statt, nämlich vom 25. bis 28. Mai. Und zwar in Süddeutschland am Lenzwald. In Lenzwald lebt eine Gemeinschaft, die nennt sich der Puls der Erde. Und die sind auch der Veranstalter von der Unconference, von der Gaia-Unconference. Das heißt, du hast dir dort mit dem Puls der Erde Verein, glaube ich, ein Team geschaffen, mit dem zusammen du dieses Event auf die Beine gestellt hast. Genau, also Puls der Erde ist ein Teil des Teams und wir sind natürlich auch an dem Thema dran. Also die arbeiten schon mit dem Planeten Erde oder mit dem Dienste von Gaia. Und es gibt aber noch ein paar andere Leute aus meinem Umfeld, die so begeistert waren von dieser Idee, dass sie gesagt haben, ich bin mit dabei, ich bin mit dem Team. Dieses Thema Team scheint ein großes Thema zu sein, wenn wir Evolution anschauen. Möchtest du vielleicht dazu noch ein paar Worte sagen? Ja, die Zeit der Einzelkämpfer ist vorbei. Das, was wir dort vorhaben, also Gaia ist Hiring, Gaia sucht Mitarbeiter, wird nicht nur eine einzelne Unconference sein, sondern was wir damit schaffen wollen, ist eine Bewegung. Eine Bewegung, wo wir möglichst viele von diesen Initiativen und Projekten, die schon stattfinden, um unsere Kultur, unsere Arbeitswelt, unsere Art zu leben, zu verändern im Sinne von Nachhaltigkeit, zusammenbringen, sodass wir wirklich eine Masse generieren und nicht jede Initiative einzeln vor sich hin bündelt, sondern dass wir gemeinsam eine Masse und damit eine große, weltweite, weltumspannende Gemeinschaft bilden. Das ist so das Ziel der Bewegung. Die Unconference ist eigentlich nur ein Teil davon. Und alles, was im Rahmen von Bias Hiring passiert, kann nur im Team passieren. Das kann kein Einzelner halten, weil es ist so, es trifft so viele Ebenen des gemeinschaftlichen Lebens. Es fängt an beim Arbeiten, bei der Arbeitswelt, aber die Arbeitswelt ist verbunden mit der Wirtschaftswelt, ist verbunden mit Ausbildung und Schule. Also, wenn du an einem Punkt anfängst, dann ist es wie so ein Domino-Effekt, der alle Ebenen betrifft. Und das kann kein Einzelner halten. Das geht beim Team. Ich würde gerne noch was sagen zur Unconference, weil wir werden dann nicht nur viel arbeiten, sondern wir werden auch Zeiten haben, wo wir einfach netzwerken, wo wir feiern, wo wir vielleicht auch Musik machen werden, um das Leben zu feiern. Wir werden auch in Kommunikation mit Gaia treten. Also es wird ganz, ganz viele unterschiedliche Räume geben. Wollte ich einfach noch sagen, weil damit ihr auch ein Gefühl bekommt, was dort passieren kann. Das klingt alles sehr, sehr spannend. Die Gaia-Konferenz wird stattfinden vom 25. bis zum 28. Mai. 4 Tage am Lenzwald. Und wenn ich dorthin kommen möchte, wo kann ich mich da anmelden? Also am besten gehst du auf unsere Webseite. Das ist www.gaiashiring.strikingly.com. Und dort ist ein Anmeldeformular. Da kannst du auch die Themen schon mal beschreiben oder die Fragen, die dich gerade beschäftigen in Bezug darauf. Und daraus werden wir dann auch das Programm gestalten. Also aus Fragen, die schon im Anmeldebogen gestellt werden und natürlich Fragen, die vor Ort gestellt werden. Danke, Patricia. Gibt es noch was du zum Schluss sagen möchtest? Ich freue mich total drauf. Also ich merke einfach, wie dieses Projekt und auch die Unconference mich zieht. Also
es drückt und zieht. Und deswegen freue ich mich einfach darauf, mit den Menschen, die Lust haben, dabei mitzumachen, die Welt wirklich zu verändern, echte Schritte zu gehen, nicht nur davon zu träumen, mit denen zusammen Projekte ins Leben zu rufen, die dann wirklich was verändern. Da freue ich mich einfach unglaublich drauf. Ich danke dir für dieses Interview. Ich habe hier Gänsehaut. Es ist wahnsinnig schön, mit dir zu sprechen. Und ich kann einfach nur allen raten, geht zur Gaia-Konferenz. Und wenn es allein nur ist, um Patricia kennenzulernen. Vielen Dank, liebe Katharina. Und du wirst ja auch da sein, oder? Oh ja, ich bin da. Gut. Ja, dann, ich freue mich auf jeden, der kommt. Danke. Vielen Dank. Tschüss.